Von 21% auf 7%. In nur 40 Jahren verlor Opel 2/3 seines Marktanteils in Deutschland. Eine Marke, die einst beliebter war als Volkswagen, kämpft heute ums nackte Überleben. Experten stellen die Existenz ernsthaft in Frage. Was zwischen 1980 und heute geschah, ist mehr als ein Niedergang. Es ist die Autopsie einer Kultmarke, die von ihrem eigenen Mutterkonzern systematisch zerstört wurde. Ein Blitz im Logo, der einst für Fortschritt stand, für Innovation und deutsche Ingenieurskunst. Heute steht er für einen der spektakulärsten Abstürze der deutschen Automobilgeschichte. Die Frage, die niemand in Rüsselsheim laut stellen will: Wie konnte es so weit kommen? Can anybody here think which car maker doesn't make an ugly car? Well, across their whole range, Yeah. not an ugly car in the range. Alpha. Oh, no. No, 8C, Brera, 159. All good-looking Sorry. cars. I'm very sorry, but they've just announced the Mito. Here it is. 1862. Adam Opel gründet in Rüsselsheim am Main eine kleine Werkstatt für Nähmaschinen. Keine Autos, keine Motoren, nur präzise Mechanik. Aus dieser Garage wird binnen weniger Jahrzehnte ein Industriegigant. 1886 kommen Fahrräder hinzu, 1899 das erste Automobil, nachdem Opels Söhne die Dessauer Motorwagenfabrik übernommen hatten. Schon wenige Jahre später zählt Opel zu den größten Automobilherstellern der Welt. Deutsche Ingenieurskunst, made in Rüsselsheim. Das Unternehmen beschäftigt Zehntausende, exportiert nach Europa, Asien, Amerika. Über 160 Jahre. Firmengeschichte. Über 125 Jahre Automobilbau. Eine Tradition, wie sie in Deutschland selten ist. Und genau diese Tiefe macht den heutigen Zustand so verstörend. Opel ist nicht irgendeine Marke, die verschwindet. Opel ist ein Stück deutscher Industriegeschichte. Das Wirtschaftswunder auf 4 Rädern, der Stolz einer Region, ein Arbeitgeber für ganze Generationen. Wenn diese Marke fällt, fällt mehr als nur ein Autobauer. Doch der Wendepunkt kam mit einer Entscheidung aus dem Jahr 1929, die alles verändern sollte. Die amerikanische General Motors Corporation übernimmt 80% der Adam Opel AG, kurz darauf den Rest. Auf dem Papier ein Triumph. Der größte Autokonzern der Welt kauft eine deutsche Traditionsmarke. Zugang zu globalen Märkten, frisches Kapital, amerikanisches Know-how. In den 50er Jahren scheint die Rechnung aufzugehen. Opel wird zum Motor des Wirtschaftswunders. Der Rekord, der Kapitän, der Admiral, Namen, die klingen wie Versprechen. 1964 kommt der Diplomat V8, ein Prestigemodell mit Chevrolet-Motor, das Mercedes Konkurrenz macht. Wer einen Diplomat fährt, hat es geschafft. Opel ist in diesen Jahren nicht nur beliebt, sondern begehrt. Der Marktanteil klettert, die Werke in Rüsselsheim und Bochum laufen auf Hochtouren. Doch in den 70er Jahren kippt die Stimmung. 1970 erscheint der Manta A, ein sportliches Coupé für junge Fahrer. Günstig, schnell, auffällig, genau das wird ihm zum Verhängnis. Der Manta wird zum Kultobjekt einer Schicht, die der bürgerlichen Mitte suspekt ist. Goldkettchen, Föhnfrisur, Fuchsschwanz am Spiegel. Die Manta-Witze explodieren in den 80er Jahren in jedem deutschen Pausenhof, in Kneipen, in Fernsehsendungen. 1991 kommt der Film Manta Manta mit Til Schweiger in die Kinos und zementiert das Klischee für die Ewigkeit. Opel lacht mit zuerst, dann lacht Opel nicht mehr. Denn die Witze richten echten Schaden an. Wer etwas auf sich hält, fährt keinen Opel mehr. Die Marke, einst Symbol des Aufstiegs, wird zum Symbol des Nicht-Dazugehörens. Das Image kippt schleichend, dann endgültig. Doch was die Öffentlichkeit sah, war nur die Spitze des Eisbergs. Hinter den Kulissen spielte sich das wahre Drama ab. Detroit gibt die Zahlen vor. Rüsselsheim führt sie aus. Ab den 80er Jahren verordnet General Motors der deutschen Tochter einen Sparkurs, der jeden Euro umdreht. Billigere Bleche, billigere Zulieferer, billigere Lacke. Der Effekt zeigt sich schneller als GM erwartet hatte. Der Kadett D, der Ascona C, später der Vectra A. Volumenmodelle, die reihenweise rosten. Radläufe, Schweller, Kofferraumkanten. Teilweise schon nach wenigen Jahren. Rückrufaktionen häufen sich. Werkstätten werden zu Dauerbaustellen.
Der TÜV-Bericht wird zum Schreckgespenst jeder Opel-Familie. Eine ganze Generation deutscher Autofahrer lernt in den 80er und 90er Jahren dasselbe. Opel rostet. Ein Satz, der wie Säure wirkt. Das Vertrauen, über Jahrzehnte aufgebaut, zerbröselt buchstäblich am Fahrzeugboden. Genau das ist der Bruch, der vor 40 Jahren beginnt und bis heute nachhallt. Die bittere Ironie dabei: Die Ingenieure in Rüsselsheim gehörten zur Spitze des GM-Konzerns. Die wichtigsten Entwicklungen im Frontantrieb, moderne Kompaktplattformen, effiziente Motoren, vieles davon stammt aus Deutschland. Doch verkauft werden diese Technologien weltweit als Buick, als Chevrolet, als Holden in Australien, als Daewoo in Korea. Die Gewinne fließen nach Detroit, die Entwicklungskosten bleiben in Rüsselsheim. Ein Konstrukt, das Opel langsam ausblutet. Die Arbeiter in Bochum montieren Autos, deren Technik andere Marken unter anderem Logo vermarkten. Opel ist Ideengeber und Kostenstelle zugleich, aber selten Profiteur. In den 90ern werden die Modelle zudem immer austauschbarer. Das Design verliert Kontur, die Identität verschwimmt. Ein Vectra sieht aus wie ein Astra, wie ein Omega. Kein Wiedererkennungswert, keine Seele, nur Blech nach Vorgabe aus Übersee. Und dann kam 2009, das Jahr, das Opel fast vernichtet hätte. Herbst 2008. Lehman Brothers kollabiert, die Finanzkrise rollt über den Atlantik. General Motors, jahrzehntelang Inbegriff amerikanischer Industriestärke, steuert auf die Insolvenz zu. Im Juni 2009 meldet GM in den USA Chapter 11 an. In Rüsselsheim bricht Panik aus. Über 10.000 Arbeitsplätze allein in den deutschen Werken stehen auf der Kippe, dazu Zehntausende bei Zulieferern. Die Bundesregierung unter Angela Merkel greift ein, Bürgschaften werden diskutiert, Übernahmekandidaten wie Magna und Fiat bieten. Am Ende behält GM Opel doch, die Erleichterung hält kurz. 2012 meldet Opel überraschend ein positives Ergebnis, ein Hoffnungsschimmer. Vorstand und Arbeitnehmer atmen durch. Doch schon wenige Quartale später kehren die roten Zahlen zurück, tiefer als zuvor. Das Werk Bochum wird 2014 geschlossen, nach über 50 Jahren. Die letzten Zafiras laufen vom Band, die Belegschaft weint vor den Toren. Ein Bild, das sich ins kollektive Gedächtnis des Ruhrgebiets brennt. Dann März 2017, die Schlagzeile, die alles verändert. GM verkauft Opel an die französische PSA-Gruppe für rund 2,2 Milliarden Euro. 89 Jahre amerikanische Ära enden mit einem Federstrich. Carlos Tavares, der Mann aus Lissabon, übernimmt das Kommando. Er verspricht Effizienz und schreibt tatsächlich schnell schwarze Zahlen. Der Preis dafür ist hoch. Aus PSA wird 2021 Stellantis, der viertgrößte Autokonzern der Welt. Opel-Modelle teilen sich nun Plattformen mit Peugeot, Citroën, Fiat. Ein Corsa ist technisch ein Peugeot 208, ein Grandland ein Peugeot 3008. Der Blitz auf dem Kühlergrill bleibt, alles darunter ist französisch. Die eigenständige Entwicklung, das, was Opel jahrzehntelang ausmachte, verschwindet. Die Marke wird zur Hülle, gefüllt mit Technik aus Paris und Turin. Aber was bedeutet das alles für die Zukunft? Die Zahlen allein erzählen nicht die ganze Geschichte. Renommierte Branchenexperten, darunter Ferdinand Dudenhöfer vom CAR-Institut, stellen 2025 offen die Frage, ob Opel als eigenständige Marke innerhalb des Stellantis-Konzerns überhaupt noch eine Daseinsberechtigung hat. Die Qualität stimmt inzwischen wieder. Aktuelle ADAC-Pannenstatistiken und TÜV-Reports zeigen Opel solide im Mittelfeld, teils sogar vor Volkswagen. Und doch hilft es nicht. Der Ruf, über 40 Jahre beschädigt, lässt sich nicht mit 3 guten Modelljahren reparieren. Käufer, die in den 90ern einmal einen rostenden Vectra erlebten, kaufen in den 20ern keinen Astra mehr. Ihre Kinder kaufen auch keinen. Das ist der Mechanismus, der Opel zum Lehrstück macht. Nicht die Finanzkrise hat die Marke zerstört, nicht der Manta, nicht einmal Stellantis allein. Es war die Summe strategischer Entscheidungen aus Detroit, die eine Kultmarke Stück für Stück ausgehöhlt haben. Für die gesamte Automobilindustrie ist das eine Warnung. Markenwert wird in Jahrzehnten aufgebaut und in Monaten verspielt. Die Geschichte von Opel ist noch nicht zu Ende geschrieben. Von 21% auf 7% Marktanteil in 4 Jahrzehnten, von viertgrößter Autobauer der Welt zur Randnotiz im Stellantis-Konzern.
Opel ist die Autopsie einer Marke, die alles hatte: Tradition, Technologie, Loyalität und am Ende doch verlor. Die entscheidende Frage bleibt offen: Wird Opel die 2030er Jahre als eigenständige Marke überhaupt noch erleben? Oder wird der Blitz im Logo verschwinden, wie einst Borgward, Glas oder DKW? Ein Symbol, das über ein Jahrhundert für deutsche Ingenieurskunst stand, könnte bald nur noch Geschichte sein. Schreibt in die Kommentare: Welches Opel-Modell habt ihr gefahren und was ist daraus geworden? Oder habt ihr die Marke bewusst gemieden? Und wenn euch interessiert, welche anderen deutschen Traditionsmarken aktuell vor dem Aus stehen, abonniert den Kanal. Die nächste Autopsie wartet bereits.